Ja, hallo liebe Leute, ein neues Video. Diesmal möchte ich nicht so was Technisches machen, aber natürlich auch was für einen 3D-Druck. Und zwar, es geht um Vasen. Vasen mache ich aber nicht im FreeCAD-Programm, kann man da bestimmt auch, aber macht nicht sonderlich viel Sinn, weil so richtig ansprechende Vasen macht man besser in Blender. Und da will ich ganz genau zeigen, wie es geht, damit nicht jemand sagen kann, oh Blender, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Das will ich wirklich von Anfang an zeigen. Wenn euch Videos zu FreeCAD, aber auch zu Blender interessieren, so lasst doch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet halt über neue Videos von mir informiert und einen Daumen nach oben, dann kriegt ihr halt mehr solche Videos angezeigt. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen. So, und dann starte ich mal mit dem Video zu Blender und der Vasenkonstruktion. So, wir starten einmal Blender. Und das geht ruckzuck. Da ist Blender schon gestartet. Hier kann ich erstmal alles rauslöschen. Wir brauchen keine Kamera und so. Ich will das nicht rendern und Animation machen, sondern einfach nur eine Vase konstruieren. So, die Größe der Vase, die spielt erstmal keine Rolle, weil die Größe definiere ich hinterher beim Slicen, wenn ich das für den 3D-Drucker aufbereite. Und dann starten wir hier. So, Blender hat bestimmte Befehlstastendrücke, die man sich einfach merken sollte. Und zwar Shift und A, das fügt ein neues Objekt hinzu. Und da kann man sich auswählen, was soll es sein. Soll es ein Mesh sein? Und dann hat man hier diese zur Auswahl, eine Kurve, eine Oberfläche, ein Metaball und so weiter. Wir werden jetzt nur bei den Meshes hier uns bewegen, und zwar auch nur ein einziges Mal. Mehr brauchen wir davon nicht. Und dann gehe ich einfach hier unten hin und mache einen Kreis hinzu. Das Ganze heißt Circle. So, dann haben wir hier diesen Circle. Hier unten ist so ein Menü. Das hat hier vorne so ein Größerzeichen. Und da klicke ich einmal auf das Größerzeichen, dann klappt das auf. Und dann sehe ich, dass dieser Kreis nur 32 Vertices hat. Vertices, was das bedeutet, das kann man sehen, indem man hier ganz einfach einmal Tab drückt und dann sieht man hier, das hat nur 32 von diesen Pünktchen. Das Dinger, die sind Vertices. Die Verbindungen hier zwischen, das sind Edges, also Kanten. Vertices, Punkte, ich weiß nicht die genaue Übersetzung davon. Und wenn das Ganze hier ausgefüllt wäre, dann wäre das eine Fläche oder würde aus einigen Flächen bestehen. So, jetzt habe ich das Teil hier aber dadurch zerstört. Das heißt, ich lösche das raus und mache nochmal dasselbe. Shift A, Mesh und dann wieder den Circle. Und jetzt wähle ich hier bei Vertices aus nicht 32, sondern ich nehme immer, was das durch 2 teilbar ist. Also nehmen wir hier 512. Das ist durch 2 teilbar und vor allen Dingen auch eine Zweierpotenz. Das heißt mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. Das heißt 2 hoch 8 sind 256, 2 hoch 9 die 512. So, dann einmal Enter drücken. Jetzt können wir in den Tab-Modus hier wechseln. Dann sieht man hier, es sind viel, viel mehr von diesen Pünktchen da. So wie das hier jetzt dargestellt wird, ist das schon in Ordnung. Ich will das aber ausfüllen lassen. Da drücke ich einfach einmal die Taste F. Obwohl, das machen wir erst hinterher, wenn ich den ersten Punkt hier verbunden habe. So, jetzt hat Blender hier, das ist die Blender-Version, das schauen wir mal gerade. So, wie wird das dargestellt? Da muss ich immer ein bisschen überlegen. Ich glaube, hier kann man sich beim Splash Screen, war vorhin auch 3.1.2. Das ist die neueste Version von Blender und mit der arbeite ich hier. Ich habe ewig lang noch mit der 2.79 gearbeitet und irgendwann habe ich dann gesagt, es geht nicht mehr, du musst doch mal wechseln, auch wenn da drin einiges anders ist. Kommt man aber schnell mit zurecht. Ihr solltet direkt mit dieser Version anfangen. So, Blender hat einmal hier oben eine Menüzeile. Da kann man speichern, da kann man Bilder rendern lassen und vieles andere mehr. Und dann gibt es immer zu dem jeweiligen Objekt hier eine Menüzeile. Und da gibt es hier jetzt einen wichtigen Punkt, der heißt Select. Und wenn man das aufmacht, dann klappen hier so viele Sachen raus.
Und da gibt es ein interessantes Teil, das heißt Checker Deselect. Also Checker heißt so viel wie Schachbrett und Deselect, das heißt, es soll was deselektiert werden. Wenn ich die Funktion auswähle, dann habe ich hier unten stehen, er soll einen selektiert haben, einen deselektiert haben und einen Offset. Den kann ich hier bewegen und dann sieht man, dann wandern die so rum. Aber ich will nicht jeden zweiten deselektiert haben, sondern ich möchte einen selektiert haben und zum Beispiel 8 deselektiert. Mal gerade schauen. Machen wir hier mal eine 7 raus. Das sind mir zu viele. Machen wir hier mal 14 hin. So, jetzt kann man hier mit diesem Offset das hier so ein bisschen rumwandern lassen, dass das so einigermaßen hinkommt. Jo, so sieht das ganz vernünftig aus. 14.1 ist unhoch, machen wir 15.1 und dann machen wir hier noch einen drauf. So passt das genau. Und das Teil, das möchte ich jetzt so übernehmen. Das heißt, ich tippe hier einfach einmal Enter, klicke hier daneben. Ach, das war Mist. Aber STRG Z, da habe ich es wieder. So, wichtiges Tastenkommando, STRG Z ist ein Schritt zurück, wenn ihr einen Schritt zu viel gemacht habt und ihr denkt, oh, ich brauche das wieder. Merken, STRG Z. Was man sich auch merken soll, ist Taste A für alles selektieren. Und im Moment braucht man mehr nicht, aber die kommen immer mehr dazu. Und ich mache zur Einfachheit halber oben so ein Menü an, dann seht ihr, was für Tasten ich drücke. So, jetzt habe ich hier diese selektierten Pünktchen, die orangenen Pünktchen, und damit möchte ich jetzt was machen. Und zwar, die möchte ich skalieren. Wenn ich jetzt die Taste S drücke, dann sieht man, die werden um den Mittelpunkt skaliert. Aber das ist nichts Berühmtes, da kann ich keine dolle Vase rausmachen, vor allen Dingen nicht druckbar. Dann gibt es einmal die Taste O oder aber diesen Punkt hier, wo diese Welle daneben angezeigt wird. Entweder klickt man darauf oder man drückt die Taste O und dann geht das an. Und wenn ich jetzt die Taste S drücke, dann sieht man hier, da passiert mehr. Und mit dem Mausrad, das seht ihr auch, ich bewege jetzt das Mausrädchen, das seht ihr auch oben an der Maus, ich bewege das nach oben. Und dann wird hier so ein Kreis dargestellt und der wird kleiner. Und dann sieht man hier, dass sich auch bei der Selektierung hier was tut. Und dann kann man nun einmal, ich habe das jetzt beendet, mache nochmal S. Und dann kann man sich hier überlegen, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Sowas zum Beispiel. Ja, das könnte als eine Vase ganz nett sein. Jetzt kann man sagen, okay, das ist mir viel zu viel. Dann geht man raus, selektiert wieder alles, geht auf Select und hier diesen Checker Deselect. Und dann wählt man hier einfach mal aus, nicht 15, sondern 31. Und dann muss man hier wieder mit dem Offset ein bisschen rumspielen. (15) oder 16. Ich mache mal 15. Okay, nehmen wir den einmal hier Enter drücken. Und dann, jetzt mache ich nicht den Fehler, ich lasse das Ding hier einfach, ich mache das einfach klein und gehe jetzt sofort auf den Punkt Taste S für Skalieren. Und jetzt habe ich wieder dasselbe wie vorhin und kann jetzt mit dem Mausrädchen hier den Bereich, in dem skaliert wird, verändern. Und dann macht man das so, dass das unten so ein bisschen abgerundet ist. So, ja, das gefällt mir. Gut, jetzt habe ich diese Kurve hier. Die selektierten Punkte, die interessieren jetzt nicht mehr.
Ich selektiere alles und drücke die Taste F für Füllen. Dann ist das eine Fläche. So, das ist das Grundobjekt für die Vase, die wir konstruieren. Warum mache ich keine glatte Vase? Der Grund ist, das wird auch in einem sogenannten Vasenmodus gedruckt auf dem Drucker. Und Sachen, die keine, ich sag mal, solche Faltungen haben, die werden relativ instabil. Und durch diese Wellen hier wird das Objekt, auch wenn es hinterher nur mit dem Vasenmodus mit einer Schichtdicke gedruckt wird, sehr stabil und ist auch als Vase einsetzbar. Aber jetzt weiter im Text. So, jetzt soll das Teil halt eine Vase werden. Was machen wir? Alles selektieren. Das heißt, alles selektieren, Taste A ist alles selektieren. Dann ist die Taste E, das heißt Extrude. Und dann ziehe ich das nach oben. Und das mache ich jetzt nicht mit dem Maß, sondern so, wie ich denke, dass die Vase Sinn macht. Wir hören auch hier nicht mit der Vase auf dieser Höhe. Wir machen hinterher dann noch ein bisschen mit rum. Deswegen ist das erstmal künstlerische Freiheit. Jetzt machen wir hier an dieser Stelle aus dieser Vase ein Teil mit Inhalt. Jetzt ist das hier komplett gefüllt. Das macht wenig Sinn. Das heißt, jetzt muss das hier nach innen gezogen werden und nach unten. Wie macht man das? Man drückt hier wieder die Taste E und dann gebe ich jetzt aber einfach einen Wert 0 ein. Dann habe ich jetzt die Punkte hier alle aufeinander liegen. Wichtig ist, diese Funktion auszuschalten und jetzt die Taste S zu drücken für Skalieren. Und dann sieht man, ich ziehe jetzt das hier so nach innen. Die Wandstärke spielt wenig eine Rolle, weil eben das Ganze hier als Vase gedruckt wird. Das ist halt nur, es muss halt so aussehen, aber ob ich das so oder so mache, ich mache es relativ dünn am Rand hier, dass es schon einigermaßen korrekt ist. So, jetzt soll das hier nach unten gezogen werden. Ich könnte jetzt einfach hergehen, Taste G für bewegen, dann Z für die Z-Achse, aber dann habe ich hier oben nicht mehr die Kante. Das ist auch nicht gut. Also ich breche das Ganze ab. Das machen wir mit der rechten Maustaste. Ich drücke nochmal die Taste E. Wieder Taste 0. Soll nicht nach oben oder unten bewegt werden. Und jetzt wechsle ich die Ansicht hier auf diesen Punkt. Jetzt kann ich von der Seite hier reinschauen und kann einfach Taste G und Taste Z drücken und kann das bis hier unten an den Rand fahren. So, das ist der Boden der Vase und so können wir das erstmal lassen. Gut, jetzt machen wir diesen Modus wieder aus. Ich möchte das wieder vernünftig sehen. Und jetzt kommt eben der Clou. So eine Vase macht ja auch nicht sonderlich viel her. Die soll ja ein bisschen was, soll nach was aussehen. Da gibt es die Tastenfolge STRG R und die muss ich zweimal benutzen. Einmal auf der Außenseite und einmal auf der Innenseite. Man sieht das hier, wie das verspringt. Das ist außen, das ist innen. Und ich habe jetzt erst nochmal abgebrochen. Jetzt nochmal, also STRG R. Wir klicken hier außen hin. Da möchte ich halt jetzt das Teil unterteilt haben. Jetzt kann ich das Mausrädchen drehen und dann werden das ganz, ganz viele. Und damit ich die Anzahl hier vernünftig wählen kann, kann ich einfach auf dem 10er Tastenfeld einen Wert eintippen. Den kann ich als 100 wählen. Das ist für den normalen 3D-Druck völlig ausreichend. Ich kann aber auch, wenn ich das ganz, ganz genau haben will, eine 500 eingeben. Ist alles davon abhängig, wie viel RAM der Rechner hat und wie schnell der Prozessor ist. So, ich mache jetzt einfach mal die 100. Ich will halt nicht erleben, dass es nicht funktioniert. So, dann einmal Enter drücken und jetzt verspringt das hier noch so. Da kann man einmal rechte Maustaste drücken und dann ist das so aufgeteilt. Jetzt machen wir das innen auch. STRG R und da tippe ich auch einfach die 100 ein. Enter drücken, ein bisschen warten, die rechte Maustaste,
Und jetzt habe ich innen wie außen dieses Teil mit 100 solchen Unterteilungen versehen. Warum? Okay, weil jetzt kommt der Clou in Blender. Wiederum das so einstellen, dass man halt innen wie außen sehen kann. Einmal in den Bereich neben dem Objekt, weit genug neben dem Objekt klicken, um das hier alles zu deselektieren. Dann machen wir uns hier ein bisschen mehr Platz. Das kann man hier so rüberschieben. So zum Beispiel. So, ich sehe alles und jetzt kann ich hier sehen, okay, genau die will ich selektieren. Ich gehe also her und selektiere diese beiden Linien. Die eine ist innen, die andere ist außen. Die sind nicht auf derselben Höhe, weil der Boden da halt ein bisschen nach oben geht. So, jetzt habe ich das hier und jetzt wird wieder der Modus dieser hier ausgeschaltet, damit ich das besser erkennen kann. Und dieser wird wieder angeschaltet, also Taste O drücken oder dieses Knöpfchen hier. Und jetzt tippe ich S und dann kann ich jetzt auch mit dem Mausrädchen und kann die Vase hier so ein wenig bauchig machen. So zum Beispiel. Jo, das sieht doch schon mal ganz nett aus. So, dann will man hier oben diese Kante selektieren, empfehle ich da eine andere Möglichkeit. Und zwar, man klickt hier einmal daneben, das nicht selektiert ist, wechselt hier, das sind Einzelpunkte, das sind Linien, Kanten, also da steht auch dran Vertex Select. Das hier ist Edge Select und das ist Face Select. Face, das sind Flächen, also das ist eine Fläche komplett. So, jetzt kann ich hier einfach klicken. Ich drücke die Shift und die Alt-Taste zusammen und klicke hier einmal auf die Fläche und dann ist direkt diese ganze Kante selektiert. So, jetzt können wir hiermit auch noch ein bisschen was machen. Das heißt, die entweder skaliere ich die auch noch, dann kann ich es ein bisschen nach oben ziehen, GZ, so zum Beispiel. Okay, das sieht doch schon mal nett aus. Und an der Stelle jetzt der absolute Oberclou. Ich wechsle jetzt, ich verschiebe nicht mehr mit G, ich skaliere nicht mit S, ich rotiere mit R. Und zwar, dann tippe ich die Taste Z, weil ich um die Z-Achse drehen möchte. Und dann kann ich das hier so drehen und mit dem Mausrädchen kann ich festlegen, in welchem Maße ich das drehen möchte. Also so zum Beispiel. Okay, das ist schon mal nett. Jetzt wollen wir da oben weitermachen. Jetzt kann man das da noch ein bisschen skalieren. So, das ist doch schon mal nett. Und dann soll die jetzt noch einen Hals oben drauf kriegen. Das hier ist alles selektiert, alles korrekt. Das heißt, Taste E für Extrude und das so nach oben ziehen. So, wenn das noch nicht reicht, kann man mit GZ das immer noch mal nachmachen. Man kann hier auch mit dem Mausrädchen jetzt, wir sind jetzt wieder hier in dem Modus, wo halt nicht perspektivisch, wie heißt es, proportional skaliert wird. Das machen wir jetzt so, dass ich nur das nach oben ziehe. Und jetzt soll das hier auch noch unterteilt werden in so ganz viele. Also wieder Steuerung R. Dann machen wir wieder 100 Stück. Ist ein bisschen viel. Machen wir Ctrl R. Machen wir 50. Ja, das reicht. So, die waren jetzt außen. Und jetzt muss man die innen auch noch machen. Steuerung R. 50. Und auch die rechte Maustaste drücken. Jetzt habe ich hier wieder so ein Teil, mit dem ich rumspielen kann. Das heißt, einmal hier oben hin. Einmal daneben klicken, alles deselektieren, Flächen, dann wieder hier die Fläche selektieren. Jetzt habe ich wieder die Kante oben und jetzt können wir das nochmal skalieren. So zum Beispiel. Und wir können es auch drehen, RZ. Und jetzt drehe ich das in die andere Richtung und kann jetzt hiermit so einstellen,
wie der Übergang sein soll. So zum Beispiel. Okay. So, ich habe immer noch hier gerade Kanten. Das heißt, ich kann wieder diesen Modus hier anmachen und kann hier einfach nochmal so ein Duo selektieren. Das heißt, ich klicke einmal hier neben. Schauen wir uns das an. Dann nehmen wir jetzt diese beiden hier. Oder nehmen wir diese beiden. Ja, diese beiden. Also, Taste B drücken. Border Select heißt das Ganze. Die werden jetzt selektiert. Und dann machen wir das hier wieder aus und skalieren das noch ein bisschen. So. Okay. So, das ist jetzt eine Vase. Und wenn mir die so gefällt, wenn sie mir nicht gefällt, fange ich wieder von Anfang an und überlege, wo ich vielleicht was anders machen kann. Jetzt sage ich einfach so, ja, die könnte ich so gebrauchen. Mach mal daraus eine, oder druck die einfach mal. Dann geht man her, geht aus dem Edit-Mode raus. Das macht man über die Taste Tab. Das habe ich jetzt schon einmal gemacht, ohne euch zu sagen. Also das ist Edit-Mode und dann kann man mit der Taste Tab in den Object-Mode springen. Hier sieht man das, in welchem Modus man ist. Und da kann man jetzt einmal speichern, Save As, und dann gibt man dem Ding einen Namen. Und man kann auch sagen File Export. Das Teil ist selektiert. Und dann haben wir hier als STL, das ist das, was die meisten 3D-Programme, die für den Drucker was vorbereiten, benutzen können. So, Untitled soll das Ding nicht reißen. Das nenne ich jetzt Vase. Und was haben wir denn? Wir haben 2022 0601, den 1. Juni. Und einmal exportieren. Und jetzt starte ich das Slice-Programm. Und zwar, da nehme ich das alte Cura 4.13, weil das 5.0.0, das macht Müll. Bei mir im Moment, also Taste B ist das bei mir. Das ist was ich selbst gemacht habe mit dem Starten und jetzt ein bisschen warten. So, da ist das Teil offen. Einmal STRG O drücken, die Datei suchen. Die ist einfach in mein Tutorials-Verzeichnis gekommen und die hat ja was mit V, also ist die ziemlich tief. UVW, wo haben wir Vase, da ist sie 2022 0601 und Open. Jetzt sieht man, die ist winzig klein. Dann wird die einfach selektiert und man geht hier auf das Skalieren. Und da kann ich jetzt hier eintragen, wie hoch soll die Vase werden. Also zum Beispiel 210 mm. Und dann habe ich jetzt eine Vase von 210 mm Höhe. Und dann kann die nun gesliced werden. Für die Slicen, das was hier mit Qualität 0,24 mm Schichtdicke, das hat beim Vasenmodus nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Wichtig ist beim Vasenmodus, dass man in der Einstellung Cura konfigurieren und dann müssen wir gerade schauen, wo das ist. Das ist bei Einstellung Setting Visibility, heißt das in Neudeutsch. Und einiges ist Deutsch, aber nicht alles. Und dann gibt es dort ziemlich tief unten, also hier, das sind Printer-Settings, das können wir erstmal weglassen. So, das sind, glaube ich, die experimentell. Das brauchen wir auch nicht.
aber Sonderfunktionen und da gibt es die Möglichkeit Spiralisieren der äußeren Konturen. Das ist der sogenannte Vasenmodus, heißt der bei anderen Programmen. Und Glätten der spiralisierten Kontur, das geht nicht darum, dass das eingestellt ist, sondern dass das hier erscheint. Dafür müssen da die Häkchen dran sein. Und dann kann ich das hier finden, ganz hier unten bei Sonderfunktionen. Und da ist Spiralisieren der äußeren Konturen und Glätten der spiralisierten Funktion. Das können wir auch so lassen. So, dann das kann man wegmachen, kann man anmachen, muss man ausprobieren. So, jetzt kann man einfach hergehen und auf Slice drücken. Da hatte hier bei dem Objekt schon relativ viel zu tun. 4 Stunden, 10 Minuten braucht das und man kann nun in der Vorschau sich das anschauen. Und dann sieht man hier oben, da hakt er aus. Da klappt was nicht. Da ist wahrscheinlich das Material dazu zu dünn geworden. Dann machen wir mal das Spiralisieren, diese Glättung da raus. Das heißt, so einfach nochmal slicen. Geht aber auch nicht. Also machen wir die Vase höher. Machen wir die mal 300 mm. Slicen nochmal. Braucht er 6 Stunden. Geht immer noch nicht so recht. Dann kann man jetzt, Blender ist ja immer noch auf, kann man hierher gehen und ein bisschen zaubern. Und zwar, wir gehen wieder hier in den Edit-Mode, also selektiertes Objekt, Tab drücken. Und ich gehe nun auf die Funktion entweder Vertices oder Edges selektieren. Deselektiere erstmal alles, dann machen wir den inneren hier und den skaliere ich jetzt. Das wird so einfach nicht werden. Machen wir den mal ein bisschen breiter. Nochmal Export, STL, Name steht noch da. So, hier der sagt direkt neu laden. Jo, lad mal neu. Jetzt lassen wir das nochmal. Jo, und schon klappt das. Also das war da oben zu eng. Das war die Wanddicke wahrscheinlich zu dünn geworden. Und so, was man hier jetzt sehen kann, ist, wenn ich hier das mir anschaue, was er hier wirklich sliced, dann sehe ich, dass das immer wirklich nur eine Schicht ist. Und die fährt so ganz langsam nach oben in Kreisen. Und das wird Vasenmodus genannt und in den meisten Fällen, bei den meisten Druckern, entstehen dadurch auch wasserdichte Vasen. Wenn das nicht wasserdicht sein muss, ist es egal. Wenn es wasserdicht sein muss, empfehle ich, dass man da zum Beispiel Sprühkleber rein sprüht, um eben das wasserdicht zu bekommen. Okay, so. Dann könnt ihr das hier speichern, auf der Festplatte, auf einen 3D-Drucker geben und dann hier in dem Fall 6 Stunden warten und dann habt ihr eine solche Vase. Könnt ihr noch ein bisschen anmalen und als Geschenk halt weitergeben. So, also noch einmal, wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, lasst gerne ein Abonnement da. Klick auf die Glocke, ihr werdet halt über neue Videos informiert von mir und einen Daumen nach oben, dann kriegt ihr halt solche Videos vorgeschlagen, nicht nur von mir. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!